Moin, Freunde des Handwerks. Wir haben hier ein neues DIY-Projekt und gehen gemeinsam die Baustelle durch. Die erste halbe Stunde haben wir es schon gemacht. Ich habe nur vergessen zu fragen und ja, Kunde mega lieb, mega motiviert. Jetzt gehen wir gemeinsam weiter. Okay, wie kann ich dienlich sein? Okay, also wir haben hier ein paar Räume, die wir jetzt vorhaben, die gerade aktuell, wie ihr schon seht, mehr oder minder ausgekeimt sind bzw. ausgeschalt sind. Deswegen und hier machen wir jetzt, legen wir neuen Strom rein. Der zwar noch nicht so alt ist, aber trotzdem machen wir es, da wir hier für die nächste Zeit und für den Eigengebrauch haben, für die nächsten Jahre safe sein wollen. Genau. Achso, nee, wir machen, also ich habe jetzt gedacht, dass wir komplett durchgehen und ich sie einfach zeige, so, also erkläre so. Gerne. Ja. Weil das sind dann viele Hobbyhandwerker, die das anschauen, deswegen. Okay, cool, ja, dann, was wollen wir als nächstes ansprechen? Wollen wir mal den Raum gemeinsam durchgehen? Genau, schauen wir uns mal an, was du empfehlen würdest, was man da an Steckdosen reinmacht, was ich da in Eigenregie machen kann. Genau. Beziehungsweise wie ich mit deiner Unterstützung zusammen machen kann. Perfekt, genau. Also wir können auch ganz normal reden, ne? Scheiß aufs Video. Wir wollen uns hier fokussieren. Genau, also ich würde vorschlagen, wir kommen ja hier ist ja der Verteiler auf der Gegenseite, ne? Wir gehen da hoch und dann hier quasi irgendwo dann halt der Durchbruch. Dann machst du einfach nur ein Loch rein, 20er Bohrer fertig. Genau, hier wirst du dann wahrscheinlich einen Lichtschalter haben. Genau. Genau, dann würde ich hier oben entlang einen Schlitz machen, dass du hier auf den Lichtschalter kommst. Und dann von hier wieder ein 3x1,5 quasi dann nach oben für die Lampe. Na, dann ist das Thema schon mal abgeschlossen. Und dann wieder mit einem 3x1,5 weiter zu den ganzen Steckdosen, die du quasi anfangen möchtest. Ja. Also genau das gleiche Prinzip wie unten. Genau. Neue Installation, alles auf einer Höhe machen wir dann. Ja. Und alles Bestehende raus und neu rein. Genau. Also wie gesagt, wenn was in der Wand ist und dich nicht stört, kannst du auch einfach drin lassen. Ja. Genau. Also an sich, jeder Raum ist so gesehen gleich. Ne? Du kommst mit der Zuleitung rein und dann verbindest du alles mit einem 3x1,5 außer vom Schalter. Und da dann, wie gesagt, auch die tiefen Dosen, da gehst du dann halt nochmal mit einem 3x1,5 dann halt zu der Lampe. Ja. Genau, und manche kleinere Räume kannst du auch verbinden. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo ein Gäste-WC hast, brauchst du nicht unbedingt eine extra Zuleitung reinzulegen. Dann machst du halt mit dem Flur gemeinsam auf einen Stromkreis. Okay. Dann hatten wir noch überlegt, was wir mit dem Kamin machen. Weil wir haben hier einen Kamin drin, den wir im Zuge der Sanierung auch stilllegen. Und über den Kamin wollen wir jetzt mit dem ganzen Kabelstrang hochkommen. Und dann machen wir die Verteilung oben. Also wir ziehen die Kabel über den Kamin nach oben und verteilen dann von dort aus das obere Stockwerk. Weil wir nicht wissen genau, wo welche Kabel langgegangen sind von damals. Und dann haben wir einen zentralen Punkt, wo wir ankommen. Und können auch sonst mal drüben gehen, auch wo wir den Verteiler vorgesehen haben. Ja. Also ich finde es cool, dass du es so integrierst, nur dass du es weißt, mein Fokus bist du, ne? Okay, genau. Und dann kommen wir jetzt von hier raus, beziehungsweise kommen vom Kamin, der im Raum daneben ist, kommen hier raus und verteilen von hier aus nach. Supi. Genau, sonst noch Fragen? Ansonsten, was jetzt offen ist, halt wie gesagt, dass wir den Zähler unten machen. Ich komme gleich. Beziehungsweise du kannst die Hauptzuleitung, das dicke Kabel, wo von unten kommt, abklemmen und dann den ganzen Zählerschrank abmontieren. Passt. Trotzdem gleich schon mal, ja. Ja, ich komme gleich dazu. Genau, und dann halt wegen dem Garten, dass ich da gucke, ob das Kabel irgendwo noch auffindbar ist, ob das wieder verwendet. Kannst du auch das Video machen, wenn du Ja. Okay, cool. Und ansonsten Fragen noch zu der Verlegung der Kabel? Okay, das heißt also, du meinst, ich komme von hier und gut, die Schlitze, die Löcher müssen wir dann wirklich nochmal schauen, wo man so effektiv. Ja, ich würde es halt direkt da machen, wo es sinnvoll wäre. Anfangen, die Schlitze zu fräsen. Genau, also hier du brauchst ja hier das Kabel, dann würde ich da oben, weil du kommst ja mit dem Schlitz so, würde ich entweder halt hier durchbohren oder halt da hinten in der Ecke, je nachdem, wo du zuerst bist. Weil es ist ja, sag ich mal, egal ob du jetzt hier den Schlitz machst oder auf der Gegenseite. Genau, und halt entweder dann halt, wenn du auf der Gegenseite einen Schlitz machst, direkt hier durchbohren oder wenn du auf der Gegenseite einen Schlitz machst, umgekehrt, wenn du auf der Gegenseite den Schlitz machst, dann halt direkt hier durchbohren und wenn du hier den Schlitz machst, dann halt da vorne durchbohren. Gut, aber ich muss den Zimmer ja auch sowieso mit Strom erfassen. Genau, hier kommt dann eine neue Zuleitung, 3x1,5 von da vorne. Also eine hier rein, eine drüben rein, eine das andere Zimmer. Genau, also bei größeren Zimmern würde ich auch jedem jetzt eine eigene Zuleitung geben. Okay, und dann haben wir auch gesagt, wir gehen jetzt hier rein und machen hier nur die Lampe und machen dann die komplette Steckdosenverteilung oben runter. Genau. Das heißt, alle Leitungen, die wir jetzt nach oben sehen, fliegen raus. Weg, genau. Genau. Und dann haben wir auch gesagt, wir gehen von dort wieder hoch, weil wir haben noch die elektrischen Rollos vor. Um die elektrischen Rollos zu beschicken, müssen wir dann hier nochmal wieder mit Taster hoch und runter, mit Schalter hoch und runter. Genau. Oder halt von der anderen Seite, Ja, je nachdem, also wo du gehst- die Zuleitung ist. Genau, du gehst dann ja quasi mit dem Kabel von rechts, gehst du ja hier hoch und dann mit einem anderen Kabel dann wieder weiter zu der nächsten Steckdose. Genau, wie gehabt, perfekt. Genau, mehr ist es nicht, nur das ist immer das gleiche Prinzip. Gut. Ja.